Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht schon, neben mir steht der Weihnachtsbaum. Es weihnachtet so langsam, aber was genau bedeutet das für unser Auto? Ich gebe euch heute ein paar kleine Tipps und Tricks, wie ihr euer Auto winterfest macht. Völlig egal, ob ihr es in der Garage einlagert oder ob ihr es fahrt. Tipp Nummer 1. Ihr solltet eure Batterie checken. Ist eure Batterie älter als 5 Jahre alt, dann solltet ihr sie eventuell sogar tauschen. Denn die häufigste Pannenursache sind liegen gebliebene Fahrzeuge aufgrund von leeren Batterien. Und Tipp Nummer 2, ihr solltet euren Frostschutz in der Kühlflüssigkeit und in der Scheibenreinigungsanlage prüfen. Denn zu wenig Frostschutz im Kühlmittel kann im schlimmsten Fall sogar zu einem Motorschaden führen. Tipp Nummer 3, die Isoliergummis mit einem Fettstift, Kunststoffpflegemittel oder sogar Silikonspray behandeln. Dann verhindert ihr, dass die Türen nicht so schnell zufrieren und die Isoliergummis auch nicht so schnell porös werden. Tipp Nummer 4, ihr solltet immer die Profiltiefe eurer Winterreifen checken. Wenn ihr eure Winterreifen schon drauf habt, was ihr eigentlich auch haben solltet, dann solltet ihr darauf achten, dass eure Reifen nicht älter als 10 Jahre alt sind oder eine geringere Profiltiefe als 4 mm haben, denn dann solltet ihr sie gegebenenfalls wechseln. Nummer 5. Eure Scheiben gründlich von innen reinigen, denn wenn ihr die Scheiben vor dem Winter schon einmal richtig von innen sauber macht, dann verhindert ihr, dass sie schnell von innen beschlagen. Ihr spart euch morgens viel Zeit mit dem Sauberwischen und ihr könnt eher zur Arbeit fahren. Tipp Nummer 6. Für einen längeren Zeitraum nicht die Handbremse anziehen, wenn ihr draußen parkt, denn die Handbremse kann festfrieren. Lieber den ersten Gang einlegen. Und Tipp Nummer 7. Das Auto nicht im Stand warm laufen lassen, denn das kann mögliche Schäden am Triebwerk verursachen. Lieber langsam losfahren und das Auto langsam warm werden lassen, niemals über die 2000 bis 3000 Umdrehungen fahren. Denn bei der Fahrt erwärmt sich das Auto viel schneller, wie wenn ihr es im Stand warm laufen lassen würdet. Das Öl hat eine optimale Temperatur bei ungefähr 80 Grad. Man sagt, um die 20 Kilometer braucht das Auto, um warm zu werden. Danach könnt ihr euch ungefähr richten, wenn euer Auto keine Öltemperaturanzeige hat. Warum soll man das nicht machen? Das Öl ist im kalten Zustand sehr zähflüssig und kann nicht perfekt den Motor schmieren. Jetzt kommen wir zu meinen Tipps zur Einlagerung in der Garage. Jeder, der einen Sportwagen fährt oder ein anderes Schätzchen zu Hause stehen hat, möchte natürlich im Frühjahr keine bösen Überraschungen erleben. Deswegen gibt es ein paar kleine Tipps, wie ihr euer Auto auch in der Garage winterfest halten könnt. Mein erster Tipp ist natürlich, das Auto gründlich reinigen. Denn Vogeldreck oder anderer Schmutz kann sich in den Lack oder in eure Folie einfressen. Deswegen vorher gründlich sauber machen, dann kann auch nichts passieren. Mein nächster Tipp wäre, den Luftdruck um 1 bar zu erhöhen auf den Reifen. Denn wenn das Auto über mehrere Monate auf einen und denselben Platz steht und sich nicht bewegt, dann können sich an den Reifen Standplatten bilden. Der Reifen wird natürlich unrund, das ist nicht so toll. Deswegen, wenn mehr Luftdruck im Reifen ist, wird der Reifen härter und kann sich eben nicht so schnell platt stehen. Wer das Glück hat und eine etwas größere Garage hat, kann das Auto auch regelmäßig um ein paar Zentimeter verschieben. Wo wir gerade beim Verschieben in der Garage sind, dafür solltet ihr natürlich nicht den Motor jedes Mal kurz anmachen, denn damit schadet ihr eurem Auto. Genutztes Öl wechseln, denn genutztes Öl hat korrosionsfördernde Bestandteile und ist dann auch nicht mehr so gut. Deswegen am besten einmal noch einen Service machen vor der Einlagerung. Mein nächster Tipp ist, die Batterie an ein Ladegerät zu klemmen. Denn die Batterie entlädt sich nach der Zeit. Abklemmen ist auch nicht so eine gute Idee, denn viele Autos hauen nach dem Anklemmen wieder die ganzen Fehler in den Fehlerspeicher rein. Die müssen natürlich auch wieder gelöscht werden. Am besten an ein Ladegerät hängen, denn das Ladegerät lädt und entlädt das Auto so, wie wenn es regelmäßig gefahren werden würde. Das ist die beste Lösung, wenn das Auto lang stehen soll. Zum Laden des Fahrzeugs habe ich ein Ladesystem bzw. ein Lade- und Entladegerät. Das klemmt ihr ganz einfach an die Autobatterie an. Wer sowas noch nie vorher gemacht hat, rotes Plus, schwarzes Minus, im Normalfall steht es aber auch drauf und ihr solltet auch das dementsprechend dort anklemmen, wo auch Plus und Minus steht. Also Plus bei Plus und Minus bei Minus. Und dann nur noch in die Steckdose stecken. Und zu guter Letzt, damit euer Auto über den Winter vor Staub und Schmutz gut geschützt ist, eine Plane auf euer Auto. Und jemanden, der auf euer Auto aufpasst. Noch einen kleinen letzten Tipp für euch. Manche haben Saisonkennzeichen, manche melden jedes Mal neu ab und an. Was ihr vielleicht dazu wissen solltet, ist, wenn ihr das Auto länger als 6 Monate abmeldet, dann wirkt sich das leider nicht mehr positiv auf eure Schadensfreiheitsklasse aus. Ihr bleibt in derselben Schadensfreiheitsklasse, in der ihr seid. Wenn ihr alles unter 6 Monate abmeldet, dann wirkt sich das positiv auf eure Schadensfreiheitsklasse aus.
Wenn ihr noch ein paar kleine Tipps und Tricks habt, wie ihr euer Auto winterfest macht, die ich vielleicht vergessen habe, dann dürft ihr diese natürlich gerne unten in die Kommentare posten. Ansonsten vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und ich sage mal bis zum nächsten Mal.